Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Video schauen wir mal auf das Thema Vermietung und wer das doch besser lassen sollte, für wen das vielleicht nichts ist und aus welchen Gründen das vielleicht für ihn nichts ist. Also bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt schauen wir doch grundsätzlich erstmal, für wen ist das denn vielleicht nichts und warum ist es nichts für ihn? Und dann findet jeder für sich selbst die ein oder andere Sache, wo er sich vielleicht wiederfindet und dann entscheiden kann, mache ich trotzdem. Also ich habe mir ein paar Sachen notiert. Du brauchst dein Mobil viel selbst oder sehr viel selbst. Das ist so ein Thema, natürlich, wenn du das Mobil unheimlich oft selbst benutzt. Dann hast du natürlich wenig Zeit, es rauszugeben, und wenn du wenig Zeit hast, dann kommt auch wenig dabei rum. Dann hast du in deinem Kalender, ich habe hier mal ein Video gemacht, wo man ein bisschen kalkulieren kann, wie viele Wochen man selbst nutzt, wie viel man rausgibt und dann rausbekommt, ob das Sinn macht und wirtschaftlich ist. Weil es geht natürlich auch darum, wenn du das jetzt nur sehr, sehr selten rausgeben kannst, weil du auch nur sehr wenig Zeit zur Verfügung stellen kannst, dann hast du natürlich wenig Einnahmen, hast natürlich trotzdem die ganze Arbeit. Nicht die ganze, klar, aber die ganze Sache mit Fotos, das Profil, deine Kalenderpflege, die Gewerbeanmeldung, das Steuerliche, dass du wo dich kümmern musst, das auch wieder Kosten verursacht natürlich und Ausgaben, und auch dieses Wohnmobil ausrichten und umgestalten für Mieter, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal einen Topper, den du dir extra besorgst, weil du sagst, ich möchte auf meinem extra Topper schlafen oder extra Matratze oder wie auch immer, oder eine extra Toilette oder was, alles was du so für die Vermietung so umgestaltest oder vielleicht bei dir weglässt, weil du sagst, ich mache mein Mobil ein bisschen weniger privat, persönlich, weil ich es öfters mal rausgebe. Das ist natürlich dann dieselbe Arbeit, derselbe Aufwand, aber wenig Einnahmen, und da ist dir die Frage, ob es überhaupt Sinn macht. Außerdem habe ich mir hier notiert, du möchtest die ganzen Ferien mit deiner Familie wegfahren oder in welcher Situation auch immer, aber du möchtest die Ferien wegfahren oder fast die ganzen oder von mir aus auch die ganzen Ferien benutzen für dich selbst. Da muss ich sagen, ist es vielleicht auch ein Punkt, wo die Vermietung für dich nicht wirtschaftlich werden kann oder wird, weil die Ferien, wie ich in dem Video, was ich eben verlinkt hatte, auch schon gesagt habe, das ist die Hauptzeit meiner Meinung nach. Mein ganzer Kalender ist danach ausgerichtet. Ferienzeit. Bei mir gibt es nicht Sommer und Sommerzeit oder was. Bei mir gibt es nur Nebensaison und Hauptsaison. Und Hauptsaison sind eigentlich Ferienzeiten. Weil gerade mit so einem Alkoven ist natürlich so, dass die Familien dort wegfahren, und da sind schon starke Buchungszeiten. Es gibt natürlich auch Buchungen außerhalb der Ferien in der Nebensaison. Aber da muss man dann sich fragen, ob das dann noch von der Kalkulation, ob das noch so ausreicht, weil natürlich ist es dann, wird dann weniger gebucht grundsätzlich. Die Nachfrage ist geringer, weil die ganzen Familien, egal wie alt die jetzt sind und in welcher Konstellation, aber die ganzen Jahre, wo irgendwelche Kinder in der Schule sind, die sind nicht dabei, weil die können zu der Zeit nicht los. Die müssten das Kind zu Hause lassen, ich kenne es selbst. Ne? Die sind schon mal als potenzielle Kunden nicht dabei. Und ihr habt natürlich auch noch die geringeren Einnahmen, weil in der Nebenzeit, in der Nebensaison sind natürlich die Einnahmen, oder was ihr an Miete nehmen könnt, auch geringer. Ne? Dadurch wird es auch weniger, oder dadurch wird es auch weniger sinnvoll, auch von der Kalkulation. Also das ist auch so ein Punkt, da ihr müsst natürlich sowieso bei allen Punkten für euch selbst entscheiden. Das sind nur so ein paar Anregungen, wo ich sage, denkt drüber nach, das kann potenzielle Nachteile haben. Dann, du hast ein sehr, sehr teures Mobil. Ja, also es gibt ja Mobile im Bereich von, ich sag mal, das geht vielleicht bei 40.000 los, und nach oben sind ja keine Grenzen. Aber wenn jetzt jemand ein Mobil hat, was noch in einem Rahmen ist, was man auch noch mal öfters sieht, sage ich mal, ne? Ich sag mal von 100.000, 120.000, 150.000 Euro, ne? Da muss man dann natürlich gucken, weil irgendwo ist dann der Punkt erreicht, wo der Wertverlust viel, viel größer ist, wie die Einnahmen, die ihr erzeugen könnt. Ihr könnt ja nicht nur, weil das Mobil vielleicht das Doppelte gekostet hat, weil es eine spezielle Marke ist, sieht super toll aus und hat super Features, aber da könnt ihr natürlich nicht gleich das Doppelte an Einnahmen erzeugen, das Doppelte an Miete nehmen, weil die Leute das natürlich gar nicht bereit sind zu bezahlen. Die sagen sich natürlich, ja, bei diesem Gerät da habe ich im Groben dieselbe Ausstattung, ein bisschen weniger vielleicht, aber im Groben kann damit in Urlaub fahren, das kostet mich, ich sag mal 130 Euro die Nacht, und das andere soll 260 kosten, kann ich mir nicht leisten. Ja? Da gibt es sicher auch Nischenkunden, die so ein Extremmobil möchten, aber da ist die Frage, wie viel vermietet man da. Also wenn das extrem teuer ist, ganz klar müsst ihr kalkulieren, wie viel Wertverlust habt ihr
was habt ihr an Einnahmen, da habt ihr natürlich viel, viel mehr Wertverlust. Ne? Und kann dann auch so ein Punkt sein, wo es sich überhaupt nicht mehr lohnt, weil ihr eigentlich Verlust fahrt. Die Kilometer werden runtergefahren, das Gerät wird benutzt und dann habt ihr vielleicht einen Wertverlust von 10.000 Euro im Jahr als Beispiel. Und wo jemand anders vielleicht nur 5.000 hat, weil das Mobil die Hälfte kostet und habt 6.000 Euro Einnahmen, dann hat der andere einen Tausender plus gemacht, ja, oder hat sein Mobil im Groben und Ganzen bezahlt für dieses Jahr. Und ihr habt aber 4.000 oder 5.000 Euro Minus gemacht. Ja? Das ist auch so ein wichtiger, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz klar. Ne? Also auch wer jetzt darüber nachdenkt, so ein Mobil sich anzuschaffen, ich habe ja diverse Videos dazu gemacht, wie das kalkulatorisch Sinn macht und so, dann macht es nicht zu teuer, weil ihr dann natürlich das trägt sich nicht selbst. Ne? Der eine oder andere sagt vielleicht, ich hätte mir jetzt eins gekauft für 60.000, das hätte ich auch selber bezahlt. Weißt du was, ich mache jetzt eins für 110.000 und die 50.000 auf Dauer nehme ich über die Vermietung ein. Das ist natürlich auch so eine Denke, wie man da rangehen kann. Aber grundsätzlich, wenn ihr sagt, ich hole mir jetzt eins und ich soll sich einigermaßen tragen, dann macht es nicht zu teuer. Ne? Du bist extrem penibel und kommst mit Beschädigung überhaupt nicht zurecht. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch für sich ist auch vollkommen in Ordnung und okay. Es gibt Leute, die sind da nicht so. Es gibt Leute, die sind, ich will nicht sagen, die gehen unsorgsam mit Sachen um. Ne? Dann gibt es Leute, die sind extrem sorgsam und dann gibt es, ich sag mal, ich bin sorgsam, aber ich weiß für mich oder ich kann für mich im Kopf umschalten, dass das jetzt nicht mein Baby ist, sage ich mal, sondern es ist natürlich mit dem Gedanken auch, das wird geteilt mit Fremden. Ne? Und ich kann da umschalten für mich und ich weiß, wenn Schaden ist, dann habe ich auch ein Video zu gemacht natürlich, wenn Schaden ist, dann wird das erstattet, die Versicherung bezahlt, das wird repariert, das Teil ist danach wieder wie vorher oder vielleicht sogar besser. Aber natürlich gibt es auch Schäden im Außenbereich, wo man selbst weiß es natürlich, ne? Oh, die Schürze wurde schon mal neu gemacht. Ne? Ist eigentlich potenziell ein Unfallwagen, weil da die Seitenwand mal neu gemacht wurde, da ist einer draufgefahren oder wie auch immer. Ne? Abgesehen davon, dass es natürlich abgenutzt wird und benutzt wird. Es kann natürlich auch mal passieren, dass irgendwelche Sachen auf Dauer durch Benutzung nicht mehr so toll sind. Ja, wo man jetzt nicht vielleicht eine Regulierung bekommt, sondern einfach merkt, naja, das hat jetzt einfach schon die doppelte Belastung abbekommen, wie ich selbst gehabt hätte. Ne? Aber ihr dürft nicht vergessen, ihr bekommt ja auch Einnahmen. Ja? Und im optimalen Fall beträgt sich einigermaßen. Habe ich auch ein Video zu gemacht, wie ihr es schafft, dass ihr das Mobil umsonst bekommt oder wie es möglich wird für Leute, die sich vielleicht gar nicht leisten können. Habe ich auch ein Video gemacht. Und wenn man da natürlich dann da umschalten kann vom Kopf und sagt, nee, das ist nicht ganz meins, ja, weil ich kriege es ja von extern quasi im Groben und Ganzen bezahlt und erstattet, ja, dann ist das natürlich, aber muss man umschalten können. Also wenn ihr das nicht könnt, dann solltet ihr es lassen, weil ihr euch dann selber fix und foxy macht und euch ärgert. Ja. Dann, du kannst dir gar nicht vorstellen, dass andere dein Mobil benutzen. Ist so ein ähnlicher Punkt wie eben, aber es gibt Leute, die können absolut ihr Auto nicht teilen oder keinen anderen fahren lassen. Und so ein Wohnmobil ist ja schon was ein bisschen Persönliches. Also wenn ihr schon von vornherein sagt, ich kann mir das null vorstellen, höre ich auch ganz oft, wenn ich mit irgendwelchen anderen Campern oder Bekannten oder was über das Thema rede, dass sie sagen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Würde ich niemals machen. So, wenn ihr die Einstellung habt, dann seid ihr ja grundsätzlich auch gar nicht daran interessiert, das zu machen. Ne? Ist ja klar. Aber wenn ihr für euch überlegt, aber dann ganz klar sagt, ja, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass andere benutzen und nee, das ist ja schwierig, dann lasst es lieber. Also nichts ist schlimmer, wie wenn ihr euch dann da durchquält und dann ein ungutes Gefühl habt und wenn ihr dann selber los wollt, dann fühlt ihr euch nicht mehr wohl in eurem eigenen Mobil. Also da aufpassen, genau drüber nachdenken und genau planen und vielleicht auch mal testen im Vorfeld, bevor man jetzt Gewerbe und so weiter alles macht und die steuerlichen Themen angeht, vielleicht mal an Freunde, Bekannte mal rausgeben, so mit dem Gedanken, nehmt ihr das mal mit und wir wollen mal sehen, wie es sich anfühlt. Ne? Dann habt ihr nicht das ganze Prozedere durchgemacht, habt aber eigentlich schon den Test, wie ist es, wenn Fremde da dabei sind. Ne? Und wenn das dann wiederkommt und ihr merkt plötzlich, wie es mir immer so geht, ne? Das ist ja wie vorher. Ich merke gar nicht, wenn ich es nicht mitbekommen hätte und nicht da gewesen wäre, dann hätte ich das gar nicht mitbekommen, dass das jemand anders benutzt hat. Und dann könnt ihr für euch schon eher so eine Entscheidung treffen, Mensch, das war okay eigentlich und ich hätte jetzt, Bekannte, die haben es wahrscheinlich umsonst bekommen oder was, die paar Tage, aber ich hätte jetzt da 600 Euro für bekommen. Und ein paar Kilometer sind runter, ja, aber eigentlich merke ich ja nichts, dass das sich verändert hat, das Mobil. Fühlt sich eigentlich okay an. Ja? Dann habt ihr natürlich eine ganz andere Möglichkeit zu entscheiden. Ne? Aber macht lieber so einen Test vorher. Ja? Dann der Punkt, ihr braucht das Geld nicht. Die Kosten für euer Mobil interessieren euch nicht. Es gibt natürlich auch Leute, schön für euch, die sagen, diese 500, 600, 700 Euro im Monat Abtrag und Nebenkosten und Kosten und so, interessiert mich nicht. Die habe ich, ob ich die aufs Konto packe
für irgendwann, wo ich es vielleicht gar nicht brauche, oder da Mobil mit abzahle oder was, das Mobil steht da rum, ist mir egal. Schön für euch, super, dann würde ich aber euch eindeutig empfehlen, vermietet es nicht. Ne? Also es ist ja schon dahinter, man macht das ja nicht zum Spaß, also man teilt ja einen persönlichen Gegenstand und wenn man dann nichts dafür bekommt, beziehungsweise das, was man bekommt, gar nicht braucht, dann empfehle ich euch, macht das nicht. Abgesehen davon habt ihr natürlich auch potenzielle Nachteile, wie dass es mal vermietet ist, wenn ihr selber los wollt, oder aber, dass es natürlich auch mal, dass es Arbeit verursacht und dass auch mal ein Schaden sein kann, der dann Stress verursacht oder vielleicht auch das Mobil abnutzt. Also wenn ihr sagt, ich brauche das nicht ich brauche das Geld nicht, es interessiert mich null, ja, und ich will das nicht, dass es sich amortisiert, dann lasst es lieber. Ne? Also nicht, warum solltet ihr euer Mobil da, jetzt wenn es nicht sein muss, da verschenken oder benutzen lassen. Ja? Und wichtiger Punkt auch, du bist beruflich sehr viel eingespannt. Du bist viel an Wochenenden unterwegs oder auch viel immer vormittags unterwegs, ja, vielleicht auch am Wochenenden. Der Hintergrund ist, das Mobil wird in den allermeisten Fällen natürlich vormittags abgeholt. So, da geht es schon los. Viele Leute sind vormittags arbeiten. Wie willst du das dann, das müsst ihr auch bedenken, wie willst du das gestalten? Willst du dann an dem Montag zum Beispiel, wo es geholt wird, oder am Freitagmorgen wird es geholt, weil die Kunden dann eine Woche in den Ferien wollen. Die wollen es natürlich dann Samstag, Sonntag schon benutzen, wollen los, wollen es Freitag holen und Samstag losfahren. Freitag holen sie zu sich. So, dann sagen die ja Freitag früh, ist ja so gebucht. Jetzt bist du aber Freitag früh natürlich arbeiten. Ja. Oder wo auch immer. Jetzt ist die Frage, wie gestaltest du das? Nimmst du dir extra frei? Bedenken, wenn du dir einen Tag frei nimmst, 8 Stunden und bekommst zum Beispiel 12 Euro die Stunde netto ausgezahlt, dann hast du doch gleich wieder ca. 100 Euro Arbeitsverlust. Ne? Weil du einen Tag Urlaub opferst. Ich als Selbstständiger, ich kalkuliere mit einem Tag frei, das ist Wertverlust, weil du die Einnahmen nicht hast. Du hättest ja normalerweise gearbeitet und 100 Euro bekommen. Ja? Da müsst ihr ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Das merkt man erst, wenn es gestartet ist, wann die Leute kommen und wann die das Mobil mitnehmen wollen und wann die das wiederbringen wollen. Wiedergebracht wird es zum Beispiel oft am Sonntag. Alles safe, wenn ihr nicht am Wochenende arbeiten müsst oder so, dann ist der Sonntag so ein Tag, den hat man wahrscheinlich da wird es wiedergebracht, meistens nachmittags oder was, ne? Oder mittags, je nachdem. So. Aber holen ist so ein Thema. Bedenkt das auch vorher, nicht jeder Kunde kann dann bedient werden, oder ich würde es auch zeitig kommunizieren, ja, mit dem Kunden, dass es vielleicht nur am Samstag geholt werden kann oder nur am Sonntag geholt werden kann. Ja, und nicht in der Woche, weil es da keine Möglichkeit gibt, weil ihr arbeiten seid. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt, nicht, dass da irgendwas, der Kunde dann vielleicht sagt, na, ich wollte es aber unbedingt Mittwoch holen, das ist, ne? Oder achtet genau auf den Kalender. Das ist noch so ein Punkt, und natürlich müsst ihr euch auch die Zeiten dann frei halten. Also wenn ihr Samstag, zum Beispiel Samstagnachmittag, so ein Mobil übergeben müsst, dann könnt ihr natürlich jetzt Samstag, da ist dann zum Teil ein bisschen verplant, weil ihr Nachmittag die Übergabe habt, früh ist vielleicht die Vorbereitung. Aber das ist noch so ein wichtiger Punkt, die Abhol- und Bringzeiten oder die Übergabezeiten, die müsst ihr auf dem Schirm haben, und Berufstätigkeit ist da nicht immer ganz einfach mit zu vereinbaren, aber dann müsst ihr kommunizieren und müsst vielleicht in den Kalender auch das so freigeben, dass das wirklich nur am Samstag geholt werden kann und nicht schon am Freitag. Außerdem, du bist sehr empfindlich und machst dir immer viele Gedanken und Sorgen. Empfindlich meine ich mental. Es gibt Menschen, die machen sich immer sehr, sehr viel Gedanken und Sorgen über Themen, wo andere sagen, worüber denkst du denn schon wieder nach, entspann dich. Ne? Grundsätzlich ist es für solche Leute vielleicht eher schwierig, oder bedenkt das vorher. Euer Mobil ist unterwegs, und wenn ihr euch da viele Gedanken macht, oder es ist eine Übergabe geplant, ne, und derjenige kommt nachher, und da ist dann manchmal auch ein bisschen Druck. Es kann ja auch mal irgendwelche Themen geben, die jetzt nicht funktionieren, die dann noch funktionierend gemacht werden müssen, oder ihr habt vielleicht ihr kommt von einer Reise zurück und am nächsten Morgen soll es geholt werden, entsteht ein bisschen Stress, ein bisschen Druck, und wenn ihr da so extrem empfindlich seid und macht euch auf eurer eigenen Urlaubsreise schon Sorgen, dass ihr es nicht schafft und alles, dann ist natürlich so ein Thema, ob das Richtige für euch ist, weil es dann wirklich mental auch anstrengend werden könnte. Dann, du bist auf das Mobil angewiesen. Es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel einen kleinen Kastenwagen und benutzen den auch privat. Vielleicht als Zweitwagen oder was, ja. Dann bist du natürlich zum Teil auf so ein Fahrzeug auch angewiesen, und dann musst du auch bedenken, wie oft kann ich es denn wirklich rausgeben.
ne? Weil ich es oft selbst brauche, oder wie problematisch wird es für mich, wenn mein Fahrzeug, was ich manchmal brauche, nicht mehr dasteht. Wenn das jetzt 2 Wochen vermietet ist und nicht da ist und plötzlich habe ich nur noch ein Auto vor der Tür, was ist dann mit irgendwelchen Terminen, die ich vielleicht mal wahrnehmen muss? Das muss jeder für sich selber entscheiden, was er da hat. Aber wenn du von zu Hause aus arbeitest und hast dann hier und da mal einmal die Woche einen Termin, wo du los musst, dann hast du ja trotzdem schon das Problem, weil dein Zweitwagen nicht da ist. Also wenn ihr es viel privat auch so benutzt und darauf angewiesen seid, auch bedenken und kalkulieren, dann verändert sich natürlich die Rausgabemöglichkeit rapide. Ja? Dann, das Mobil ist schon alt und macht ständig Probleme. Ich will jetzt nicht sagen, dass alte Mobile Probleme machen, aber wenn ihr ein Mobil habt, was, warum auch immer, es gibt ja auch Mobile, die wurden einfach schon, sind noch relativ neu und wurden einfach schon viel gefahren. Aber wenn so ein Mobil oft Problemchen macht und Sorgen macht und Sachen zu reparieren sind und vielleicht auch ihr viel selbst macht, weil ihr schon drin steckt und so, dann ist aber trotzdem für die Vermietung das ein Problem. Denn eure Mieter, die wollen natürlich erstens die Sicherheit, und wenn die unterwegs ein Problem haben oder was das liegen bleibt oder was kaputt geht oder was, ne, dann ist das natürlich erstens problematisch für die Vermietthemen. Ich habe da auch ein Video zu gemacht, was jetzt versichert ist, wie es mit der Rückreise ist und so alles und Rücktransport und so. Aber grundsätzlich ist das natürlich auch kalkulatorisch schwierig, weil ihr natürlich Mieten zurückzahlen müsst in gewissen Fällen, wo die Reise nicht stattfinden kann aufgrund ist eure Schuld, wenn euer Mobil liegen bleibt, sage ich jetzt mal, aufgrund der Panne. Ne? Da kann es sein, dass dann die Kalkulation nicht mehr stimmt. Und natürlich gibt es auch einen Haufen Stress und Ärger. Also wenn die Kunden dann sich immer melden und sagen, ja, das und das geht nicht mehr, das und das geht nicht mehr. Und ihr müsst von der Ferne dann irgendwie eine Lösung herbeizaubern und die müssen in die Werkstatt fahren, ist natürlich Stress. Ne? Und wenn ihr Mobil habt, was sowieso schon Ärger macht, dann überlegt euch das gut, ob ihr mit der Vermietung da anfangt. Oder ob ihr dann vielleicht sagt, ja, Vermietung finden wir interessant, aber dann machen wir den Schritt und holen uns wieder was Neueres, was in dem Fall zuverlässiger ist vielleicht, und kalkulieren es dann eben über die Einnahmen und machen es deswegen neu und haben dann ein neues, was trotzdem sich trägt. Ja? Dann, du bist sehr nachsichtig und vielleicht auch sehr gutherzig. Wenn du ein gutherziger Mensch bist, wunderbar, gibt es heutzutage viel zu wenig, aber in dem Fall müsst ihr natürlich auch manchmal ein bisschen, ich will nicht sagen hart sein, aber geschäftlich denken. Denn es gibt natürlich den einen oder anderen Punkt, habe ich auch schon ein Video zu gemacht, wo wichtig ist, wie ihr damit umgeht. Ihr seid ja dann am Endeffekt in dem Moment ein Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau, ihr seid gewerbetreibend und ihr müsst gucken, dass ihr keine Miesen macht. Ne? Ihr habt einen Haufen Arbeit damit und so noch, aber nicht noch Miesen macht und euer Mobil rausgebt und nichts dafür kommt. Es gibt ganz wichtige Punkte, wie zum Beispiel die Selbstbeteiligung, dass die einkassiert werden muss. Ich nenne mal ein Beispiel, der Kunde kommt, Übergabe, die Familie steht vor der Tür und möchte in die Ferien fahren und die haben die Selbstbeteiligung nicht. Ne? Beziehungsweise die Kaution meine ich natürlich, ne? Die 1000 Euro Kaution oder 1500 Euro Kaution, die hinterlegt werden müssen. Und jetzt sagen die, ja, die haben wir jetzt nicht, wir schicken es nachher per Überweisung, wenn wir unterwegs sind. Oder wir bringen es auf dem Rückweg mit. Oder das passt schon. Dann müsst ihr wirklich in dem Moment eigentlich, nicht eigentlich, ihr müsst so hart sein und sagen, nee, dann könnt ihr jetzt nicht los. Ihr müsst jetzt irgendwo zur Bank, ihr müsst das Geld holen. Oder wie auch immer, Sofortüberweisung von wem auch immer. Ich kann euch sonst vorher nicht loslassen. Ne? Weil am Endeffekt habt ihr das Problem, wenn Schaden passiert, Selbstbeteiligung muss bezahlt werden über diese Kaution und die Kunden haben die nicht euch gegeben, dann und die wollt ihr dann rein rechtlich dahinterher rennen. Also da müsst ihr in manchen Sachen hart sein, und auch wenn Schaden ist und die zurückkommen und es ist vielleicht nur eine vermeintliche Kleinigkeit, aber das ist euer Mobil und wenn da ein Kratzer dran ist und ihr seid da immer nachsichtig, habe ich in dem Video schon des Öfteren erklärt, dann werden das ja immer mehr, wo ihr nachsichtig seid, die ihr nicht reparieren lasst, weil ihr keinen Versicherungsschaden meldet, und dann irgendwann habt ihr nach 10 Vermietungen 10 kleine Kratzer, das summiert sich und irgendwann ist es dann abgenutzt. Ne? Also ihr müsst dann in dem Moment auch nicht zu gutherzig sein, ne? Und dann müsst ihr ein bisschen trennen, eure persönliche Gutherzigkeit und das Geschäftliche muss dann getrennt werden, und bedenkt das, ob ihr das könnt. Ja, ob ihr im Ernstfall da wirklich knallhart sagen könnt, nee, dann das müssen wir jetzt so und so lösen. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Und dann das Thema der Beratung bzw. der Wohnmobilübergabe, der Erläuterung der einzelnen Punkte. Es gibt ja Leute, die können nicht so leicht mit Fremden sprechen oder in der Öffentlichkeit sprechen oder vor Gruppen sprechen. Bedenkt das vorher. Ihr müsst natürlich auch Übergaben machen. Es sind jetzt keine riesen Gruppen. Ne? Das ist
Oft sind die Personen, die Kunden, die Mieter zu zweit oder vielleicht ist meine Familie. Manchmal sind die auch zu viert. Ich sag mal zwei Paare oder die Eltern und die erwachsenen Kinder oder was. Und das ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung und eine gewisse Aufregung, wenn man dann diesen Leuten Sachen erklärt, Sachen zeigt und Dokumente ausfüllt, Ausweise und so weiter, mit Geld rumhantiert. Das ist für den einen oder anderen ist es Alltag, die machen das auf Arbeit vielleicht oder haben da absolut kein Problem mit, sind offen. Es gibt aber auch Leute, die sind da vielleicht nicht ganz so offen und bedenkt das vorher. Die Übergaben gehören natürlich dazu und ihr müsst euch damit beschäftigen, ihr müsst mit den Leuten telefonieren im Vorfeld, Kontakt aufnehmen und wer das nicht mag oder für wen das im Vorfeld schon sich unschön anfühlt und unwohl, dann überleg dir, ob du das wirklich willst, weil du dich dann vielleicht nur rumquälst und die ganze Zeit irgendwie Druck verspürst und es unangenehm ist oder was. Das sollte ja auch nicht sein, es sollte ja Spaß machen. Grundsätzlich sind das natürlich irgendwo Camper, manche sind erfahren, Camper sind ja sowieso, wir wissen, wir sind ja nicht umsonst Camper, wir sind offen, wir wollen ja Kontakt, wir wollen raus, aber und die Leute, die zu euch kommen, das sind auch Leute, die wollen ja in Urlaub. Also von daher ist das eigentlich alles ganz entspannt und easy, aber ihr solltet auch das entspannt machen können und drucklos für euch und auch für die Mieter, die natürlich auch Spaß haben wollen und eine entspannte Übergabe wollen. Ne? Also das sind so ein paar Punkte, die solltet ihr bedenken. Und wenn ihr euch dann im einen oder anderen wiederfindet, dann überlegt, ob es trotzdem Sinn macht oder nicht. Ne? Ich wollte die einfach mal angesprochen haben, weil das so Sachen sind, wo es vielleicht Probleme geben kann oder sich dann nicht mehr so richtig lohnt oder nicht gut anfühlt. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und zukünftig dabei seid bei den weiteren Videos. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, immer eine schöne Bestätigung. Ansonsten schaut euch gerne die weiteren Videos an. Da gibt es viel über die Themen der Vermietung und allerdings natürlich auch Tipps und Tricks. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Lasst es euch gut gehen, habt eine schöne Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.